Heute Kinderquatsch mit C2C. Tom und Jerry und Addams Family 2. 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig seht, Seht ihr, wenn der Vorspann geht? ha, Ding, jawohl, dong. ding, ding, dong. Ja, heute schön Weihnachtsblues. Also ich bin schon richtig drin. Ich hoffe, ihr auch schon. Ja, weit ist nicht mehr. Es ist bald erster Advent. Bald erster Advent. Wenn wir alles so geschafft haben und das alles so passt, wie wir das geschnitten und aufgenommen haben, Ja, ist morgen dann erster Advent. müsste morgen erster Advent sein für alle. Ja, ich sitze mal hier noch im Kurzärmchen. Ja, aber ein bisschen kühl wird mir langsam, gerade wenn man die Musik jetzt auch schon hört. Ja, und ja, wenn wir so im Weihnachtsblues sind, ich meine, da könnten wir uns eigentlich schon mal eine Frage stellen. Habt ihr eigentlich schon alle eure schönen Geschenke zusammen für Weihnachten? Oder schon für das Nikoläuschen, was Oh. jetzt nächste Woche ja dann ja auch mal irgendwann stattfindet. Ja. Wenn die Kinder alle artig waren und ihre Schuhe richtig geputzt haben. Man könnte natürlich auch mal einen schönen Kinogutschein schenken. Ja, eigentlich, ja, ihr erinnert euch, wir haben ja eigentlich jedes Jahr hier immer so zum Nikolaus, da waren eigentlich viele, viele Leute hier und haben immer für Nikolaus schon mal ein bisschen was im kleinen Stiefel. Und was macht sich eigentlich besser? Wie so ein Ein Kinogutschein. schöner Kinogutschein, ja. Ne? Also kommt ruhig vorbei. Wir sind ja täglich von 18 bis 21 Uhr eigentlich hier, ne, bis Circa, 20 ja. Uhr Auf jeden Fall. offiziell, aber wir sind ja haben ja immer noch zu tun, gerade so wie heute. Ja, wir schneiden ja immer gerne nochmal unsere schönen Videos dann zusammen. Also man kann uns ruhig anrufen, ne, oder kommt einfach vorbei und dann gibt es auch was für einen kleinen Nikolausstiefel. Ja. Oder für den großen. Je Oder für den nachdem. Großen, je nachdem, wie viel und wie groß der Gutschein ausfallen soll. Ja, ich habe mir auch heute übrigens eine Mütze aufgesetzt. Manche haben gesagt, mein Kopf, der scheint immer so durch das Licht. Man sieht immer nur weiß von mir. Darum habe ich heute mal ein bisschen eine Mütze auf, damit man vielleicht auch mein Gesicht erkennt. Bei Christian ist es ja einfach, der hat ja wenigstens noch Ich Haare. habe noch ein luftiges Haupthaar. Ja. Ja, ja, und deshalb wollen wir uns heute auch mal ein bisschen so an den Familienfilm so ein bisschen richten. Ja, Und da gibt es nämlich jetzt was Neues, was jetzt bald startet. richtig. Und zwar kam die Meldung gerade raus, Tom und Jerry wird einen neuen Film kriegen. Mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen. Tom Oh und ja. Jerry, ich glaube dieses Jahr 80 Jahre. Ja, 1940 1940 war das die erste Mal Erstausstrahlung, genau. aus der Feder von Hanna-Barbera geflutscht. Genau. Und jetzt dann, wenn alles klappt, im März nächsten Jahres im Kino. Im Kino. Ja, jetzt Hanna-Barbera gibt es ja jetzt dann nicht mehr, haben sich ja sozusagen aufgelöst. Richtig. So, und ist jetzt ja alles Warner Brother. Ist jetzt alles Warner. Ne? Und so, und man merkte das ja schon aus den Trickfilmserien von Tom und Jerry. Die wurden ja dann später nachher, da wo wir die nachher auch geguckt haben, wo sie im täglichen Serienprogramm eigentlich dann liefen, war ja immer schon das große WB-Zeichen nachher auch zu sehen. Genau. Ja, und ich würde sagen, bevor wir nämlich darüber quatschen, Mats ab! Nachdem sie ihr Leben lang die wohl weltberühmtesten Feinde waren, You can count on me like 1, 2, 3. I'll wollen be Tom und Jerry noch mal ganz von vorne anfangen. Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. In der großen Stadt. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Dieses Hotel beherbergte 4 Präsidenten, 3 Päpste, 2 Könige und jetzt richten wir die Hochzeit des Jahrhunderts aus. Denken Sie, Sie sind für diese Position qualifiziert? Ich scheine erst richtig unter Druck wie ein Diamant. Rihanna-mäßig. Und noch etwas. Wir haben ein Mausproblem. Ein was für ein Ding? Ich fang sie, Sir. Everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. Oh, wow. Wie ausführlich. Wir könnten einen Kammerjäger engagieren. Oder wir nutzen einfach viele Millionen Jahre Raubtier-Evolution. Not the baddest alive. Ha!
Wenn auch nur ein Foto von dieser Maus getweetet wird, auf Instabookface oder TikTok, sind wir ruiniert. Nein, Sir, das wird nicht passieren. Dieser Nager ist erledigt. Ich lasse nicht zu, dass dieses Hotel wegen einer Katze und einer Maus vor die Hunde geht. Er spielt mit uns. Ich glaube, ich habe das Problem gelöst. Wirklich? Ja, das war der neue Trailer zum Tom und Jerry. Ja, mittlerweile darf man nicht vergessen, sind die beiden auch schon 80 Jahre alt. 80 Jahre, ja. 1940 war der erste Streifen von Tom und Jerry. Genau, aus der Feder von Hanna-Barbera gesprungen. Richtig, richtig. Ja, und dann nachher hat man ja in den täglichen, muss man ja fast sagen, in täglichen Serien von Tom und Jerry dann auch gesehen, wurde es ja nachher auch Warner Bros. Da kam ja das große WB dann immer damit dran. Richtig. Die haben Ja. sich daher die Lizenzen gesichert an Tom und Jerry. Genau. Das ewige Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Ja, und man merkt, es ist jetzt eine Real Animation. Ja. Oder ein Live-Action-Streifen geworden. Ein Live-Action-Streifen. Na, das hört sich an. Live-Animation? Live-Action-Animation. Genau. Live-Action-Animation. So heißt es also richtig. Christian hat sich da viel besser natürlich informiert. Ja, man merkt also auch hier Digitalisierung bei dem Streifen. Ja, aber ich glaube, das Thema ist immer noch dasselbe. Und zwar, Tom jagt Jerry. Ne? Genau, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Die Szene an sich spielt jetzt in einem Hotel, wie auch mit dem Genau. Trailer zu sehen ist, Ja. mit unter anderem mit Michael Pina, der seines Zeichens ja auch Dora the Explorer, also Dora und die verlorene Stadt, den Vater gespielt hat. Ja, Ant-Man, glaube ich, hat er auch mitgespielt. Ne? Genau. Der Wissenschaftler, ne? Genau, Wissenschaftlerpärchen. Und auch bekannt von Ant-Man als zweiter Geschäftsführer von der Sicherheitsfirma. Ja, genau. Ja, da war auch zu sehen. Und natürlich auch in verschiedenen Komödien ist er auch meistens Ja, dabei. klar. Ja, und dann haben wir natürlich noch als weibliche Hauptdarstellerin die Chloe Grace Moretz. Ja, also sie war ja bekannt, also die ersten Streifen, wo ich sie so wahrgenommen habe, war bei Kick-Ass, wo sie die kleine Superheldin war, neben Nicolas Cage. Ja, und dann natürlich auch für Recht und Ordnung gesorgt hat. Ja, und dann später wurde sie ganz schnell irgendwann älter und hat irgendwann auch ein bisschen ernste Rollen bis hin zu ein bisschen gruselig nachher auch schon Ja, gespielt. Carrie. Carrie, wenn ich so an Carrie denke, auf einmal die ganze Blut über ihr rüber. Auch ein Remake, den gab es ja auch schon viel früher. Genau. Ja, und so, aber als Remake wirklich, sie war auch noch sehr jung, sie ist jetzt gerade mal 23. Ja. Ne, also, wenn man sieht, die Filme sind auch öfter schon 5, manche auch schon 10 Jahre alt, wenn ich an Dark Shadows denke, zusammen hat sie dann mit Johnny Depp gespielt. Auch als Seifenoper erst entstanden, dann wurde es erst Hollywood. Da hat sie auch schon als 12-, 13-Jährige, glaube ich, sogar da gestanden. Ja, Equalizer, Equalizer. Die Terry, glaube ich, hat sie da die gespielt. Terry, also war ja dann auch eine Prostituierte, ne? Eine Lolita, wenn man so will, ne? So eine Kinderfrau, ja, also schon sehr ernste Themen. Ja, und jetzt mal wieder zu Tom und Jerry. Ja, also auch mal wieder ein bisschen runtergefahren, ein bisschen mehr Komödie rausgemacht. Genau. Ich glaube, steht ja auch mal ganz gut, nicht immer nur, nicht, dass sie so einen Stempel irgendwann aufnehmen. Genau, man muss ja das Spektrum natürlich auch ein bisschen breit halten. Ja. Nicht, dass man nachher endet wie El Bundy, sage ich jetzt mal, der sehr schwer hatte, nachher noch Ja. irgendwelche Rollen zu kriegen. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, sie hatten wir da. So, und dann hat noch mitgespielt, den kennt man natürlich auch, habt ihr bestimmt im Trailer ja gesehen, den Ken Jeong. Ken Jeong, bekannt Ne? aus den Hangover-Teilen, der kleine quirlige Asiate, Genau. der Ne? irgendwo nackt aus dem Kofferraum springt. Ja, oder auch vom Caesars Palace sich runterfallen lassen hat vom Balkon und gesagt hat, ihr kriegt mich gar nicht. Wie soll denn irgendwas sterben, was eigentlich schon tot ist? Hat er gesagt, sind Aussprüche von ihm. Ja, also man merkt, ich glaube, lustig wird's allemal, Ja. der Film.
Und für einen Familienfilm, also finde ich auch mal wieder eine schöne Sache. Also man kann da wirklich mit der ganzen Familie natürlich auch rein. Na, aber das Thema ist wie bei Herr der Ringe, man weiß, was man kauft. Worum es geht, genau. Worum es geht. Ne? Aber ich denke mal auch, weil sie im Hotel sind, dass ein bisschen mal auch Menschen, also nicht nur animierte Menschen, sondern auch richtige Schauspieler ein bisschen mit reinspielen. Ich denke mal, das macht das Ganze so wieder schön als Komödie und so ein bisschen als Verwechslungskomödie wahrscheinlich auch. Ja, auch ein bisschen Slapstick mit drin. Natürlich auch diese angehauchte, brutale Art und Weise, wie es im Cartoon damals auch so war. Ja. Also Veröffentlichungstermin ist, glaube ich, im März nächsten Jahres. Ja. Wenn alles gut läuft, toi toi toi, drückt uns die Daumen, dass wir den dann auch im Kino spielen können. Ja. Und Weihnachten, ja, wie gesagt, wir hoffen natürlich auch, dass zu Weihnachten auch noch ein paar gute Sachen ins Kino kommen, beziehungsweise dass wir auch das Kino aufmachen dürfen, weil das ist ja auch immer ein Geschäft, gerade Weihnachtsgeschäft, ist nicht nur für den Einzelhandel wichtig, sondern auch für die Kinos. Wenn ich da so an die Schulen denke, an die Kindergärten, die alle zum Schluss immer noch mal zu uns gekommen sind. Also, ja, schade, dass wir bis jetzt immer noch nicht aufmachen können. Klar, wir halten hier immer alles ein, muss ich immer noch dazu sagen. Ne? Und trotzdem sind wir immer noch ein bisschen am Hintern. Ja, also Daumen drücken, dass wir bald wieder aufmachen können. Und da wir bei Chloe sind, bleiben wir doch gleich bei Chloe. Ja. Wir haben noch einen Film vorbereitet, da spricht sie eigentlich nur ein. Auch ein Animationsfilm. Ja, eine. Ja. Und es war, also dieser Film, ihr werdet jetzt bestimmt erst mal den Trailer sehen bei uns, der ist schon so oft, den gibt es auch schon seit 1956. Wir guckt euch erst mal an, dann wisst ihr ganz genau, um was es geht und danach sprechen wir drüber. Genau. Mats ab! Wir sind wieder da! Hey, wo willst du denn hin? Ich dachte, wir wollten angeln gehen. Gern geschehen. Eine Fortsetzung wie originell. Auch hier, der zweite Trailer. Ja, jetzt wisst ihr, um was geht. Addams Family, meine Herren. Ja, er soll auch nächstes Jahr rauskommen. Wann war der Termin? Oktober 2021, wenn alles klappt. Also später noch als Tom und Jerry. So hat man erstmal was für den Frühjahr und danach auch was für den Herbst. So, ja, also jetzt, wenn ihr es noch nicht rausgehört habt, ja, die Chloe Grace Moretz, ich muss mir diesen Namen wirklich auch, manchmal haben wir auch Zungenbrecher bei, ne? Ja. So, aber sie wird da natürlich die kleine Wednesday sprechen, ja? Beziehungsweise mittlerweile, eigentlich so klein sind die auch nicht mehr, die wachsen bloß irgendwie alle nicht. Denn wenn man schon mal weiß, dass die Serie, wie es mal angefangen hat, auch von 1964. Ja, damals auch in Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, ja. Ja, also Farbe kam ja auch erst später. Wir wissen zwar auch schon, der Farbfilm, der erste Farbfilm haben wir rausgefunden, auch schon 80 Jahre alt jetzt. Ja, jetzt ganz neu. Also die haben ja in London da nochmal irgendwas rausgefunden von einem Fotografen, ich glaube Leo Turner oder irgendwie so. Ja, von 1902 eine der ersten Farbaufnahmen überhaupt. Ja, stimmt. Standen die so an so einem Geburtstagskuchen oder was da war? An einem Goldfischglas und haben mit so. Blumen gespielt. Und deswegen muss die Filmgeschichte eigentlich neu geschrieben werden, weil der eigentliche Farbfilm erst wohl 8 Jahre später erfunden worden sein sollte. Ja. Naja, gut, wahrscheinlich haben sie damals trotzdem noch 64 immer noch in Schwarz-Weiß gedreht, weil Farbfilme waren wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Das Budget hat es meistens nicht hergegeben. Ja. Also wurde dann der Farbfilm, auch man hat ja das Farbfernsehen war damals in den 60ern, haben sie erst auf Farbfilm umgestellt. Ja, also bei uns jetzt in Deutschland war es ja 61. Ich glaube, Willy Brandt hat den Buzzer gedrückt. Und den auch noch zu spät und die haben nicht richtig reagiert. Stimmt. Genau. Und seitdem hatten wir hier den Farbfernsehen, beziehungsweise
jetzt in den alten Bundesländern, da hatten sie, wir hatten das ja auch ein bisschen später. Genau. So, Also wie gesagt, auch Addams Family 1964 als Serie, als TV-Serie. Also ja, da gab es auch schon mal so ein schönes Pendant dazu. Man musste sich eigentlich, wenn man so dieses Klischee dieser Serie so kennt, ne, dass auf einmal jetzt die Anti-Helden, die Tollen sind, die eben auch Altersprobleme haben, ja, da gab es nämlich noch eine andere Serie, ich glaube die Monsters. Die Monsters, genau. Monsters, die so ein bisschen das Pendant, eben auch als Anti-Held, ne, Frankenstein mit Frankensteins Tochter, der Großvater bzw. der Vater von dem Ehepaar war Graf Dracula, so, und hier ist es ja wirklich die Familie Addams im Endeffekt, so die eben auch, so, ne, die freuen sich halt nicht, wenn die Sonne scheint, sondern wenn ein schönes Gewitter ist. Ja, so abnormal. Nicht Abnormal. normal, sondern abnormal, wie es im Ja. Teaser natürlich auch zu sehen Ja, war. 1991 war ja auch ein schöner Film darüber gedreht Ja, worden. Ja, mit Christopher Lloyd. ja. Bekannt, na, wisst ihr es noch? Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Ne, da war Christopher Lloyd natürlich als der Professor Brown. Ne? Hier spielt er ihn Fester, 1991, oder hat ihn Fester gespielt, Genau. mit Glatze. So, und ich hatte zu Anfang immer schwer, ihn wirklich zu erkennen. Ne? Aber Ja, er hatte auch ein paar Kilos mehr drauf, glaube ich. ja, ob das wirklich er war oder ob das der also war. Das kann natürlich auch sein. Ne? Weil Fester ist ja immer schon ein bisschen Ja, aber pummiger. na gut, im Gesicht weiß man auch nicht, ob die Maskenbilder da jetzt damals schon, na, obwohl, Naja, also wenn ich an Marlon Brando denke, bei seinem wunderschönen Film Der Pate. Ja, das war aber rangegessen. Also Marlon Brando war nachher aber auch sehr Rangegessen, massig. aber die erste Szene, wie er sich gecastet hat, Käsewürfel. Weiß ich noch bis heute. Er hat beim Cast Käsewürfel sich reingesteckt, um die Mundwinkel Ach hier so, so um die runterzuziehen. Mundwinkel noch ein bisschen Und dann eben hier ja, auch das so kann diese sein. Geste, man legt sich nicht an mit Familie. Ja, also, da war er nämlich auch knapp über 40 und musste eben schon diesen alten Paten spielen. Ne, deshalb, also ich glaube, der Trickkiste Ja, wurde schon viel drin. wurde schon viel gemacht. doch. Ne? So, aber eben Addams Family. Ja, dann kam ja irgendwann diese ganze Trickfilm- oder Animationsfilme, die kamen ja dann auch in den Kinos. Ja. Hatten wir auch sehr oft gespielt. Ja, ja, und jetzt soll ein neuer Teil rauskommen. Oktober. Oktober, Na, auch Wie wieder gesagt- voll animiert, habt ihr gesehen? voll animiert. Ja. Zweiter Teil. Mal gucken, worum es geht. Aus dem Teaser jetzt ist ja noch nicht viel zu sehen. Nee. Aber wie Ist- gesagt, ist jetzt auch relativ neu. Ist auch relativ neu. Also es ist noch kein richtiger Trailer draußen. Nein. Sondern erstmal nur der Teaser, damit was kommt. Ne? Ihr habt auch gesehen, das eiskalte Händchen, das klappert da auch noch rum. Also jeder Charakter ist eigentlich wieder in dem Film Richtig. drin. Ne? Richtig. Ja, schöne Filme, die uns erwarten. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon bei einem Punkt, der uns auch ein bisschen beschäftigt hat. Ja. Man macht sich Gedanken über Jahre, was soll denn für ein Film gedreht werden, wie soll er aussehen, greifen wir alte Geschichten auf, machen was neu. Viele Regisseure oder Schauspieler, die jetzt auch zu Hause sitzen und sich am Drehbuch versuchen und Ja. irgendwas aufgreifen und sich da auch, wie du schon gesagt hast, jahrelang Gedanken machen. Ja. Und dann schaltet man natürlich ins deutsche Fernsehen, weil man nicht ins Kino darf. Ja, und was sieht man? Trash TV. Also wenn wir öfter abends nach Hause kommen, es ist öfter sehr eine Zeit, ja, also manchmal bin ich auch erst so 23 Uhr zu Hause. Das kann auch manchmal das später werden. kann auch durchaus bei uns mal passieren, ja. Und wenn man dann sich noch eine kleine Stulle machen möchte oder ein Abschussgetränk, ja, und sitzt dann vor dem deutschen Fernsehen und sieht eigentlich nur noch Themen, oder ich spreche jetzt einfach mal Sendungen an, Aua, aua, ha. Ex on the Beach, Temptation Island, wo man Leute sieht, die neuerdings, muss man so sagen, es ist im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt worden, die sich vor laufender Kamera erstmal sagen, mir ist heute nach ganz vielen, aber ich gehe erstmal aufs Zimmer und besorge es mir selbst. Also wenn man da, schöne Grüße an RTL, euer Drehbuchautor, also herzlichen Glückwunsch. Also was wir da neuerdings sehen müssen, Also mehr als Fremdschämen geht schon fast gar Ja. nicht mehr. Und das auf eine Art und Weise, wo man auch wirklich mal nachdenken sollte, soll ich mir das wirklich angucken, wie andere Leute sich gegeneinander fertig machen und Richtig. das dermaßen schon fast pornografisch. wenn man so will, sie kann, die eine Szene, wie er sich da selbst befriedigt, und dann komischerweise, wie von Zauberhand, kommt eine leicht bekleidete
sehr operierte Frau, muss ich wirklich sagen. Also, ja. Ja, sehr viel, operierte viel Frau. echtes, ja, wie Ne? gesagt, man weiß nicht, ob die Show an sich echt gehalten ist. Ja. Ist es gescriptet? Dann passen die Leute natürlich auch wieder Super in Hit. dieses Format rein. Ja, aber sie kommt dann da rein, nur mit dem Handtuch bekleidet. Und das passt natürlich auch zur Szene. Und das Einzige, was ihr nachher noch einfiel, soll ich dir zur Hand gehen? Wo man denkt, naja, Mensch, das sind doch so Themen, die sollte man vielleicht doch privat sprechen. Muss das wirklich im deutschen Ja. Fernsehen laufen? Wir sperren uns ja so, also man sperrt sich dagegen ja nicht wirklich, sag ich mal. Also wir gucken natürlich auch ein schöner Erotikfilm oder sowas. Gerne. Ich erinnere jetzt nochmal an 50 Shades of Grey, Ja. der gut gelaufen ist, After Passion, After True, die eine gewisse knisternde Erotik I haben, know wo how, man I nicht know how. viel sieht, aber Ja. vieles im Kopf sich abspielt. Ja. Aber dann dieses Profane, dieses einfache Hingeklatsche Ja. von Ja, und auch manchmal Dummheit auch zum ja, Teil. und man merkt auch grammatikalisch, also viel mit Ich und Dich und kannst du und Alter und krass und also in jedem Satz wird ja auch das große F-Wort sehr, sehr oft gebracht. Oder als Frau ist man auch sehr schnell eine Schlampe. Meist auf Englisch. Also man wird als Bitch betitelt. Also ob das wirklich das Know-how ist, wo wir uns jetzt wirklich hinbewegen, wenn wir eben keine Filme zeigen dürfen. Weil Zuschauer, es gibt es ja wirklich extrem viele. Klar, dieses Fremdschämen, ich gucke selber gerne auch Dschungelcamp, ich bekenne mich als Dschungelcamp-Gucker. Um Spielsport, Spannung und Spaß auch im Dschungel zu haben. Ja, sie essen öfter auch komische Sachen. Ja, gucke ich auch gerne. Ja. Aber ich muss muss euch ganz ehrlich sagen, Temptation Island, also und jetzt ist auch noch VIP. Man sieht also Leute, die man aus Funk und Fernsehen kennt, die eigentlich schon auch gute Sachen vielleicht auch früher gemacht haben. Ja, oder die man, also wo suggeriert wird, den sollst du kennen, hast von dem aber leider noch nichts gehört. Ja, also wenn ich an Calvin Klein denke, ja. Zum Beispiel. Ja, Also, so. die- Also, also aber es sind dieses- VIPs. Ja, also Entschuldigung. dieses Show, nur durch dieses Showgehoppe Ja, ist Ja. natürlich fraglich, wohin soll wirklich diese Reise gehen. Niveau, Formate, deutsches Fernsehen. Also, richtig. Richtig. Also da muss man wirklich. hallo. Na, aber Also- wir dürfen keine schönen Filme zeigen. Also, Ja. aber das ist jetzt, wir müssen alle zu Hause bleiben, sind aber auch irgendwann gezwungen, ja, wenn man dann ein bisschen länger aufbleibt und unser Kinogeschäft ist natürlich ein bisschen später auch immer zu. Ja, hier tut es schon wieder alles drum und dran. Oh, Also, ja. danke, dass ihr anruft. Ja. Wir werden das natürlich erst noch fertig machen. Die Leitungen sind gleich wieder für euch frei. Ich bin natürlich gleich wieder für euch frei. Ja, aber das ist uns auch nochmal ein Bedürfnis, wirklich auch zu sagen, zeigt auch, ihr könnt auch ruhig einen guten Film, guter Erotikfilm. Keiner hat was dagegen. Also wenn ich an früher auch an ein bisschen Slapstick denke, wenn ich an Eis an Stiel denke, ja, waren auch nicht schön, waren nicht viel Niveau. Aber Nö. was wir jetzt im deutschen Fernsehen öfter haben, also das ist dann Goldstaub. Also das ist wirklich Goldstaub. Ja, diese aggressive Denunzieren, wo man sich jetzt auch in der Zeit schon befindet, wo man sagt, okay, mit dem Nachbarn darf ich mich vielleicht noch treffen, aber mit denen, der gegenüber wohnt, nicht mehr. Und dann muss ich mir angucken, wie da wirklich Ja. Paare auseinandergehen und die dann wirklich auch dann sagen, oh Gott, das hat jetzt hier so passiert und um Gottes Willen, ja, aber die Show war doch so ausgelegt. Also man weiß es doch vorher. Eigentlich weiß ich doch vorher, ne? Da Weil ist auch man- die Frage, wie werden diese Leute gecastet? Ja, ja, genau. Das ist eigentlich, also wie bewirbt man sich eigentlich als der Star oder Sternchen? Geht man hin und sagt, ey, ich möchte gerne mit meiner Freundin erst 14 Tage getrennten Urlaub machen. Bei den Frauen sind eben sehr attraktive Männer im Stall mit drin und bei den Männern sehr attraktive Frauen, die alle natürlich Single sind, aber Komischerweise. ja, und dann sind da ein Haufen Männer und dann treffen die sich. Irgendwie sind die alle leicht bekleidet, also die haben irgendwie alle eine Klamottenallergie. Man sieht eigentlich wirklich nur sehr gut hingebastelte Leute. Ja, vielleicht ist es auch Tinder gesteuert, man weiß es ja nicht. Kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber danke, dass ihr anruft. Ja, aber man merkt wirklich, also Niveau ist da ein bisschen Abstand vom Niveau, sagen wir mal so. Ne? Und wenn man dann wirklich auch die Stars, einige kennt man ja auch daraus, wo man ja denkt, Mensch, habt ihr das wirklich noch nötig, dass ihr vor laufender Kamera weinen müsst, weil ihr denkt, euer Partner haut ab oder geht mit einem anderen vielleicht in die Kiste. Man weiß es nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu fassen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich gucke mal hier ein bisschen auf den Wecker, was sie uns sagt.
So, ja, wir haben noch eine Minute. Ne? Also, würde ich mal sagen, kommen wir auch langsam zum Schluss. Weil wir haben ja noch wieder unser kleines Werbeschmankerl zum Schluss für euch. Na, heute ist es ein Produkt, wo sagen wir gleich, es existiert nicht mehr. Ne? Also es existiert nicht mehr, braucht keine Angst haben, wenn ihr es seht. Aber vielleicht also hat der ein oder andere ja auch doch noch dieses Bedürfnis, dieses Produkt nochmal ins Leben zu rufen. Ja. Aber guckt selber. Guckt selber. Ne? Gut, also als Fazit heute, ne, es kommen schöne Filme nächstes Jahr, gerade als Familienfilm. Wird ganz, ganz super. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und wenn ihr dann wieder zahlreich zu uns kommt, ja, oder natürlich auch in anderen Kinos, egal wo ihr uns jetzt seht. Ne? Wir freuen uns natürlich, wenn ihr aus ganz Deutschland zu uns kommt. Ne? Aber wir wissen auch, dass es 2000 andere Kinos gibt. Deswegen auch nochmal schönen Gruß an die anderen Kinobetreiber, die jetzt auch durchhalten müssen. Durchhalten. Das heißt, Arschbacken zusammenkneifen. Ja. Und wie in jeder Familie sind wir auch eine Familie, die große Kinofamilie. Ne? Wir stützen uns alle und wir hoffen, dass das alles bald natürlich wieder vorwärts geht, sagen wir so. Ja, und ansonsten sagen wir auch für heute wieder, ne, alles Gute, bleibt gesund. Es verabschiedet sich wieder Christian. Und Christian. Tschüss. Bist du etwa nicht mehr so hübsch wie damals? Du solltest einmal etwas für dich tun. Du bist nicht mehr du selbst. Ja, woher kommt's denn? Wer soll denn die ganze Arbeit machen? Ist doch kein Wunder, dass es mir oft zu viel wird. Sieh mal, wenn heute dein Mann nervös ist, reagierst du so. Früher hast du dich in solchen Fällen anders verhalten. Ja, das ist aber auch schon 10 Jahre her. Du könntest heute genauso lebensfroh sein wie damals. Das ist Frauengold. So wirkt Frauengold. Frauengold sichert dir Jugendfrische und Vitalität und schafft dir neuen Lebensmut. Frauengold gibt neue Kraft und Lebensfreude. Durch eine Kur mit Frauengold wirst du glücklich gemacht und wirst glücklich machen. Frauengold schafft Wohlbehagen. Wohlgemerkt an allen.